Hallo Leute. Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Es war ein gewöhnlicher Abend im Winter, als die 6-jährige Lara mit ihren Eltern ins Kino ging. Die Eltern Markus und Lisa waren mit ihrer Tochter Lara unterwegs und freuten sich auf einen lustigen Familienabend. Lara war besonders aufgeregt, weil sie endlich den neuen Animationsfilm sehen würde, den sie so sehr geliebt hatte. Nachdem sie die Tickets gekauft hatten, gingen sie in den Kinosaal und fanden ihre Plätze. Lara war begeistert, als der Film begann, und sie saß da, vollkommen gebannt von dem, was auf der Leinwand geschah. Doch während sie den Film genoss, wurde sie müde und schlief schließlich ein. Als der Film endete, wachte Lara auf und bemerkte, dass ihre Eltern verschwunden waren. Sie sah sich um, aber sie konnte sie nirgendwo finden. Lara hatte Angst und begann zu weinen. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Sie war allein und verloren. Lara verließ den Kinosaal und suchte nach ihren Eltern, aber sie konnte sie nicht finden. Sie fragte Fremde nach Hilfe, aber niemand konnte ihr helfen. Sie wurde immer panischer und trauriger. Lara war verzweifelt und verängstigt. Sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte, also lief sie einfach los. Sie lief und lief, bis sie sich in einer völlig fremden Gegend befand. Sie kannte den Weg zurück zum Kino nicht mehr. Als die Nacht hereinbrach, wurde Lara kälter und hungriger. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Sie fragte sich, ob sie jemals wieder nach Hause zurückkehren würde. Die Stunden vergingen, und Lara wurde immer schwächer. Sie setzte sich wieder auf den Gehweg und weinte. Plötzlich hörte sie eine Stimme. Hallo kleine Maus, warum weinst du? Lara sah hoch und sah ein wunderlicher Mann vor sich stehen. In der Zwischenzeit hatten Markus und Lisa das Kino verlassen und bemerkten nicht, dass Lara nicht bei ihnen war. Sie fuhren nach Hause und warteten darauf, dass ihre Tochter auftauchte. Als sie merkten, dass Lara nicht nach Hause gekommen war, riefen sie die Polizei an. Die Polizei leitete eine umfangreiche Suche nach Lara ein. Sie durchsuchten das Kino, befragten Zeugen und suchten in der ganzen Stadt nach dem vermissten Mädchen. Die Eltern waren am Boden zerstört und machten sich Vorwürfe, dass sie ihre Tochter verloren hatten. Ich kann es nicht glauben, dass sie weg ist. Es ist meine Schuld. Ich hätte besser auf sie aufpassen sollen. Nein, es ist nicht deine Schuld. Ich war auch dabei und habe genauso auf sie aufgepasst. Wir können uns nicht die Schuld geben. Aber wir haben sie in diesem vollen Kino verloren. Ich hätte nicht so weit von ihr weggehen sollen. Ich weiß, aber wir haben sie sofort gesucht und die Polizei alarmiert. Wir haben alles getan, was wir konnten.
Aber was ist, wenn ihr etwas passiert ist? Was ist, wenn wir sie nie wiederfinden? Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen weiter suchen und hoffen, dass sie sicher ist. Und wir müssen uns gegenseitig unterstützen, statt uns die Schuld zu geben. Du hast recht. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich durch diese schwierige Zeit kommen würde. Wir werden das zusammen durchstehen. Und wir werden unsere kleine Tochter hoffentlich bald wieder in unsere Arme schließen können. Danke, dass du immer für mich da bist. Lass uns weiter suchen und hoffen, dass wir sie bald finden. 4 Jahre vergingen, und es gab immer noch keine Spur von Lara. Die Eltern hatten die Hoffnung fast aufgegeben und waren in tiefe Trauer versunken. Eines Tages erhielten Markus und Lisa einen Anruf von der Polizei. Sie sagten ihnen, dass sie möglicherweise Lara gefunden hatten und baten sie, ins Polizeirevier zu kommen. Markus und Lisa waren fassungslos, als sie die Nachricht von der Entdeckung ihrer Tochter erhielten. Die Eltern eilten zum Polizeirevier, um ihre Tochter wiederzusehen. Es stellte sich heraus, dass Lara von einem Mann entführt worden war, der sie die ganze Zeit über gefangen gehalten hatte. Der Mann hatte sie gezwungen, bei ihm zu leben, und sie regelmäßig körperlich und emotional misshandelt. Lara hatte eine schreckliche Zeit hinter sich, aber sie hatte überlebt. Lara war froh, ihre Eltern wiederzusehen, aber sie war auch verwirrt und verängstigt. Sie hatte ihre Eltern 4 Jahre lang nicht gesehen und hatte keine Ahnung, was in dieser Zeit passiert war. Sie wusste nicht, wie sie sich ihnen gegenüber verhalten sollte. Markus und Lisa waren überglücklich, ihre Tochter wiederzusehen. Aber sie waren auch besorgt darüber, wie sie auf die lange Trennung reagieren würde. Als sie Lara in die Arme schlossen, spürten sie, wie sehr sie Lara vermisst hatten. Währenddessen wurde der Mann, der Lara entführt hatte, vor Gericht gestellt. Es stellte sich heraus, dass er schon früher wegen ähnlicher Verbrechen verurteilt worden war. Und er erneut gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Er wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Laras Eltern waren erleichtert, dass der Mann hinter Gittern war, und dass Lara sicher wieder bei ihnen war. Aber sie mussten weiterhin mit den Auswirkungen der Entführung umgehen. Markus und Lisa brachten Lara nach Hause, aber das Leben war nicht so, wie es früher einmal war. Lara hatte schreckliche Albträume und konnte nur schwer Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen. Lara war in den Jahren ihrer Abwesenheit sehr verändert. Sie war älter, aber auch zurückhaltender und introvertierter geworden. Sie hatte viele Ängste und traute sich nicht, über das zu sprechen, was sie in den letzten 4 Jahren durchgemacht hatte. Es würde einige Zeit dauern, bis sie sich wieder an ihr altes Leben gewöhnen würde. Markus und Lisa waren bereit, alles zu tun, um ihre Tochter zu unterstützen.
Sie wollten einen Neuanfang machen und ihrer Tochter ein Leben ohne Erinnerungen an das Trauma bieten. Sie stellten ihr ein Zimmer in ihrem Haus zur Verfügung und halfen ihr, sich wieder in die Schule zu integrieren. Lara hatte Schwierigkeiten, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Sie fühlte sich oft unwohl und ängstlich und hatte Schwierigkeiten, sich auf ihre Schularbeit zu konzentrieren. Die Eltern waren sehr besorgt darüber, was Lara in den letzten 4 Jahren durchgemacht hatte. Sie versuchten ihr zu helfen, aber sie war sehr verschlossen und redete nicht viel über ihre Erfahrungen. Sie hatten Angst, dass sie traumatisiert war und dass es lange dauern würde, bis sie sich vollständig erholte. Eines Tages hatte Lara einen Albtraum. Sie wachte schreiend auf und konnte nicht beruhigt werden. Markus und Lisa beschlossen, sie zu einem Psychiater zu bringen, der auf traumatische Erfahrungen spezialisiert war. Der Psychiater konnte Lara helfen, ihre Ängste zu überwinden und mit ihrer Vergangenheit abzuschließen. Sie begann, ihre Erfahrungen aufzuarbeiten und konnte endlich über ihre Ängste sprechen. Es war ein langer und schmerzhafter Prozess. Aber am Ende war sie in der Lage, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen. Lara kehrte schließlich zur Schule zurück und begann, ein normales Leben zu führen. Sie begann langsam wieder Freude am Leben zu finden und konnte wieder lachen und spielen. Die Familie war glücklicher denn je. Sie hatten ihre Tochter zurück und hatten eine neue Wertschätzung für das, was sie im Leben hatten. Es war ein langer und schmerzhafter Weg, aber am Ende hatten sie es geschafft, ihre Familie wieder zusammenzuführen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.